Und jetzt geht's ans Eingemachte. Oh Mann, was für ein Loch. An der breitesten Stelle ist der Van hier 2 Meter und 1 Zentimeter breit. Das kann auch mit Dämmung und Unterkonstruktion reichen, um hier drin quer zu schlafen. Wer wie ich allerdings relativ lang gewachsen ist, wird da früher oder später in Bezug auf die Bequemlichkeit dann doch an seine Grenzen stoßen. Und dafür wollen wir uns heute um eine Lösung kümmern. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei uns auf dem Kanal. Wer uns noch nicht kennt, ich bin Dirk und zusammen mit Tina, die gerade noch hinter der Kamera steht, baue ich momentan diesen Citroën Jumper Kastenwagen zu unserem neuen Camper aus. Die letzten 5 Jahre waren wir in unserem kleinen Knaus Boxster unterwegs, ein Fiat Ducato mit nur 5,41 Metern Länge und der gleichen Breite wie unser Jumper hier jetzt auch. Und auch darin hatten wir ein Querbett, so wie wir es jetzt für unseren neuen hier auch planen. Da ich in den vergangenen Jahren aber immer etwas schräg geschlafen habe und ja, um meine Füße ausstrecken zu können und dabei Tina immer ein bisschen was von ihrem Fußraum weggenommen habe, soll dafür jetzt eine Lösung her. Die simple Lösung ist, das Fahrzeug einfach ein bisschen breiter zu machen. So mal eben auf Knopfdruck geht das natürlich nicht. Einfacher wäre es, statt eines Querbetts Längsbetten zu verbauen. Und ja, das ist definitiv eine etablierte Lösung mit mehreren Vorteilen. Wir wollen aber beim Querbett bleiben. Wenn ihr euch fragt, wieso, weshalb, warum, dann schaut gerne unser Grundrissvideo. Da erklären wir unsere Überlegungen zum geplanten Layout. Also Querbett, aber bitte trotzdem mit einer 2 Meter Liegefläche. Das geht und zwar mit Hilfe einer sogenannten Heckverbreiterung. Wir haben hier den Long Sleeper von Functional Design, der uns 10 cm mehr Beinfreiheit verspricht. Das Teil versuchen wir heute einzubauen. Dafür muss ein riesiges Loch hier in den Van. Schauen wir mal, wie das wird. Los geht's in wenigen Sekunden. Bevor wir das Loch in den Van sägen, braucht es aber noch ein paar Vorkehrungen. Vor allem müssen wir hier diese Flatterholme raustrennen. Deren Funktion ist es vor allem, diesem Blech hier ein bisschen zusätzliche Stabilität zu geben und dafür zu sorgen, dass es während der Fahrt nicht so sehr vibriert. Die kommen beide raus und wir kleben hier alles schon mal ein bisschen ab, damit gleich keine Metallspäne in die ganzen Holme fallen oder wir das Auto von außen zerkratzen, wenn wir da gleich mit der Säge und Co. hantieren. Das hat schon mal sehr gut funktioniert. Die Flatterholme sind oben und unten jeweils nur mit 2 kleinen Blechstreben mit der Karosserie verbunden. Die konnte ich jetzt einfach mit einer Flex durchtrennen. Das geht wahrscheinlich auch mit einem Multitool oder mit einer starken Zange. Im Zweifel wahrscheinlich sogar auch das. Auf der Fläche sind die nur geklebt. Der Kleber hat auch gar nicht mehr so richtig gehalten. Das ging also sehr entspannt und da brauchen wir jetzt auch nicht sonderlich gründlich sein, denn das Blech schneiden wir ja eh raus. Ich habe in der Zwischenzeit hier die
Schablone vorbereitet. Die haben wir uns zusätzlich zum Longsleeper bestellt, um uns das Leben einfacher zu machen. Denn hier sind alle relevanten Maße vorgegeben. Ich habe hier die mittleren Felder ausgeschnitten, damit wir das Ausschnittmaß gleich komplett auf den Van übertragen können. Wir werden das jetzt nochmal von außen und von innen Probe halten und dann anzeichnen. Ist aber egal, das wird gemacht. Ich schraube durch das Dicke. Also einfach quasi einmal durch. Ja, aber das sagt mir jetzt die Probenlöcher. So, jetzt ist der hier. Das Doppelte. Hier. Also bleiben wir bei den Probenlöchern. So, wir haben den Ausschnitt und die Bohrlöcher jetzt angezeichnet. Die Idee ist, dass wir den Bereich hier in der Mitte, dass wir den komplett rausschneiden. Das sind ungefähr 1,30 Meter mal 55 Zentimeter, also echt ein ordentliches Loch. Man könnte den Ausschnitt auch kleiner machen und dann trotzdem den kompletten Longsleeper montieren, aber wir wollen den dann eben auch komplett ausnutzen. Auf diesen 2-3 Zentimetern Rand, da wird er aufliegen und da kommt ein Kleber drunter, der das Ganze nicht nur festklebt, sondern hoffentlich auch dicht hält im gleichen Zuge. Und oben wie unten kommen dann jeweils noch ein paar Schrauben rein. Die sind von außen aber letztlich gar nicht zu sehen, weil die in dieser Hohlkehle, in dieser doppelt gebogenen Falz drin liegen. Das ist einer der großen Pluspunkte von dem Functional Design Longsleeper im Vergleich zu anderen Systemen, die man vielleicht auf dem Markt findet. Also einerseits die Tatsache, dass das Teil TÜV geprüft ist und man die entsprechenden Unterlagen bekommt, das war für uns ehrlicherweise die Grundvoraussetzung. Es liegt sogar so eine schöne Mappe mit allen relevanten Berichten mit im Paket, fand ich sehr, sehr cool. Aber dann eben auch die Optik. Andere Systeme müssen hier von außen verschraubt werden oder werden vernietet, was aus unserer Sicht eigentlich gar nicht in Frage kommt, es sei denn, man will das am Ende alles vernünftig verspachteln und dann noch irgendwie komplett lackieren. Das haben wir aber nicht vor, da ist die Lösung mit den unsichtbaren Schrauben super. Und jetzt geht es ans Eingemachte. Bohren und vor allem sägen. Ich sage es, wie es ist. Wir haben das jetzt hier gerade alles noch gefühlt 10-mal alles nachgeprüft und nochmal dran gehalten. So ein großes Loch, wenn das einmal drin ist, dann ist das drin. Bei einem Fenster könnte man dann ja irgendwie noch ein größeres Fenster vielleicht wählen. Hier gibt es aber nichts Größeres, womit man das dann noch irgendwie retten könnte. Also drückt uns bitte die Daumen.
Mann, was für ein Loch. Das macht man auch nicht alle Tage. Aber richtig cool. Hoffen wir mal, dass der Longsleeper passt. Ich werde jetzt den Kleber auftragen. Ich habe bisher meistens mit den Sachen von Decalin gearbeitet oder auch schon mal vor ein paar Jahren mit Sikaflex. Hier nehme ich jetzt aber den Kleber, den der Hersteller empfiehlt und den er auch als Montageset mit anbietet. Ich denke, das kann nicht schaden. Das Zeug heißt Ottokol P83. Ich habe es gegoogelt, ist ein deutscher Hersteller und wie gesagt, wird vom Hersteller des Longsleepers, also von Functional Design, empfohlen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr wahrscheinlich auch Decalin MS5 oder Sikaflex, was weiß ich, nehmen könnt. Ihr braucht halt in jedem Fall einen sehr starken Kleber, der auch abdichtet und der vor allem auch elastisch ist, um all die Schwingungen hier aufzufangen, denn das ist ja schon ein ordentlich großes Bauteil. Da hängt er jetzt oder klebt viel mehr. Das ist absoluter Wahnsinn. Das hat eigentlich ganz gut geklappt, muss man sagen. Es ist ein bisschen Fummelarbeit mit den Schrauben, die da in all diese Löcher reinzufummeln, mit dem Kleber drumherum vor allem. Aber ich glaube, wir können damit zufrieden sein. Die Fugen sehen auch eigentlich ganz ordentlich aus. Es scheint überall ausreichend viel Kleber zu sein. Der drückt sich natürlich ein bisschen ungleichmäßig raus. Da müssen wir noch was machen. Machen wir aber auch. Ich werde da in den nächsten Tagen noch eine Sichtnaht ziehen, einfach mit irgendeinem weißen Dichtmittel, dass da eine schöne Sichtfuge entsteht. Dann sollte das sehr schick aussehen. Und dann werden wir wahrscheinlich da oben noch Airline-Schienen anbringen, an die Sandbleche drankommen. Damit dürfte das Ganze noch ein bisschen mehr sich als eine optische Einheit zusammenfügen und ganz eventuell kommt auch noch eine Seitenleiter hier davor. Das fände ich eigentlich eine mega praktische Stelle, aber leider fehlt es mir da noch ein bisschen an guten Erfahrungsberichten. Wenn da jemand von euch jemanden kennt, der jemanden kennt, der eine Leiter an dieser Stelle mit gangbaren Mitteln umgesetzt hat, dann schickt uns da gerne eine Info. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und dann gibt es darüber hinaus natürlich noch endlos viele andere Möglichkeiten, da irgendwie mit Folie oder mit Farbe ranzugehen, um dafür zu sorgen, dass diese Ausbuchtung eben noch ein bisschen mehr Teil des Gesamtkonzeptes wirkt. Wobei es von der Farbe her eigentlich ganz gut zum Weiß von Citroën passt. Er wirkt gerade so ein bisschen kälter, sag ich. Bisschen crisper noch, was aber auch daran liegen könnte, dass das hier noch nicht vollends poliert ist. Ich bin da einmal rübergegangen. Das muss ich also noch machen. Vielleicht gleicht sich das ein bisschen an. Aber das alles nicht mehr heute. Das muss jetzt nämlich erstmal 1, 2, 3 Tage trocknen und dann schauen wir weiter. Ja, und ich würde sagen, jetzt wo der erste Ausschnitt drin ist, der größte von allen, können die anderen ja kommen. Also Fenster, Dachluken und Co. Da ist einiges geplant. Solar und ein Dachträger kommen dann ja auch noch aufs Dach. Völlig losgelöst vom ganzen Innenausbau. Die Aufgaben gehen uns nicht aus. Nee, das ist wohl wahr. Wenn ihr mitbekommen wollt, wie es mit all dem weitergeht, dann abonniert gerne unseren Kanal. Das würde uns sehr freuen. Genauso wie wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Für heute machen wir aber Schluss. Ja, absolut. Also ich freue mich jetzt sehr aufs Sofa und darauf, dass ich die Anspannung jetzt dann eben auch fallen lassen kann. Wie gesagt,
so einen großen Ausschnitt in so ein teures Fahrzeug zu machen, das macht man nicht alle Tage. Das hat mir durchaus ein paar Nerven gekostet vorher. Aber es hat geklappt. Das ist sehr, sehr gut. Und ja, es ist vor allem der erste Ausbauschritt, wo irgendwie nichts Unvorhergesehenes noch dazwischen gekommen ist und alles irgendwie dreimal so lange dauert, wie wir das eigentlich gedacht hatten. Also es ist schön zu wissen, dass es sowas auch noch gibt. Das macht mir Hoffnung für die nächsten Tage, Wochen, Monate. Und damit jetzt aber wirklich, habt einen wunderschönen Tag. Schaut gerne beim nächsten Mal wieder rein. Bleibt gesund. Ciao. Gute Nacht. Ja, so könnte ich den ganzen Tag verbringen. Van-Ausbau, sehr anstrengend. Wenn es mal stimmen würde. Tina hat heute Malstunde. Mal nach Zahlen. Bitte. Wird schon schief gehen, ne? Ja. Hallo, kann ich Ihnen ein Eis anbieten? Oh ja, gerne. Was für Sorten haben Sie denn? Alle. Dann alle. Hier. Danke. Bitte. Don't do it. Looks amazing.